Lieber Stier, herzlich willkommen zu deinem April 2024 Taroskop. Schauen wir uns hier in diesem Video an, wie sich dein April gestalten möchte, was er für dich bereithält. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was ist wichtig und ausschlaggebend? Oder aber auch, was wäre am besten ganz außer Acht zu lassen? Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Ein Lichtspalt, lieber Stier. Ein Lichtspalt. Der April ist für dich ein Lichtspalt. Beziehungsweise du erkennst einen Lichtspalt. Dort, wo einst eine Mauer heute siehst du diese Mauer anders. Die Grenze zu dem, was ist, möchte als überwindbar erkannt werden. Ja, und da kommt schon das Licht. Bewusstsein, lieber Stier. Du erkennst, wo deine eine bestimmte Grenze war. Erkennst sie eventuell als allererstes Mal überhaupt als Grenze. Doch alleine dadurch, dass du sie als diese erkennst, kannst du sie schon überwinden. Die Hoffnung. Der Mensch als Hoffnung, Hoffnungsträger, die Hoffnung, die den Menschen am Leben hält. Eine Entzündung. Entzündung. Kehren wir zurück zum Lichtspalt. Das Licht durchdringt den Spalt und die Lichtstrahlen fluten das Dunkel. Durch den Lichtspalt blickend erkennt man die Mauer davor. Die Mauer wirft das Licht zurück. Fragen über Fragen. Geh in die Wahrnehmung, lieber Stier. Geh in die Wahrnehmung. Und du wirst erkennen, dass das Verwaiste immer nur das eine sucht, will. Du als Hoffnungsträger, so auch das Verwaiste, hofft. Licht im Dunkeln, du bringst Licht ins Dunkel. Ob es dein Dunkel ist oder das Dunkel bei jemandem anders. Es geht um das große Ganze. Es
Es geht um die Erkenntnis, dass der bunte Vogel sich über alles erhebt, den Segen über dich webt, auf das du Zugehörigkeit verspürst und Hoffnungsträger aller wirst. Es wird ein intensives Reading. Schauen wir uns deine Hauptenergie an. Es kann sein, lieber Stier, dass du im April dich mimetisieren wirst, hoffst, unerkannt zu bleiben, weil für dich der richtige Zeitpunkt noch nicht spürbar ist. Ein Widder. Welcher dich vergöttert, verehrt, viel von dir hält, Führung und Inspiration von dir möchte. Eine Vaterrolle und du, lieber Stier, hast im April ein Comeback. Ja, wirst du sagen, wer kommt denn? Nein, du hast dein eigenes Comeback. Seit langem fühlst du dich wieder du selbst und am 4. April wo das innere Ungleichgewicht so schwer wiegt, fasst du einen Beschluss. Dich nicht mehr vom Applaus anderer abhängig zu machen. Bravo. Denn genau das hat dich immer wieder zurückversetzt, weil du nur allzu oft andere glücklich machen wolltest, weil du nur allzu oft versucht hast, es anderen recht zu machen, fast schon wie eine Droge für dich. Das Gefühl, das Wichtigste und Ehrenwerteste im Leben eines anderen zu sein. Ein Trigger löst dies aus, doch du wirst mir nichts, dir nichts. Diese eigene Grenze erkennen, die dir immer wieder Unwohlsein beschert hat, immer wieder das Gefühl gegeben hat, nicht gut genug zu sein, beziehungsweise dich noch mehr anstrengen zu müssen, auf das
der Applaus von anderen kommt. Damit ist Schluss im April. So kannst du befreit in deinen Geburtsmonat gehen. Und nicht nur das. Damit geht auch einher, dass du neue Pläne schmiedest. Beziehungsweise das, was einst von dir gefordert, kommt ganz unerwartet und nur für dich ist. Bist du bereit, dies anzunehmen? Es kommt der Applaus, doch der Applaus ist nicht von irgendwoher. Nein, der Applaus kommt von dir selbst. Und eine neue Ära zieht ein. Du bist nicht mehr aufzuhalten, denn du, lieber Stier, der immer ein Auge hat auf gerecht und ungerecht, wirst nun dir selbst gerecht. Wir machen weiter im Extended, lieber Stier, und schauen uns den Rest des Aprils an. Wir freuen uns auf dich. Bis gleich. Ciao.